Ist dir kalt? Nein, Warum hast du eine Mütze auf? weil ich dachte, der Aluhut ist eigentlich gar nicht so effektiv. Nee. Wir sollten also umschwenken vom Aluhut auf die EMF-Mütze. Das hast du so also gedacht, ja? Na schön. Ja, weil die ist, glaube ich, effektiver als der Aluhut. Bei den kommenden Ereignissen auf jeden Fall. Ja, Und damit herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan. und Niki. Ja, heute mal eine andere Art Video, würde ich sagen. Ja, natürlich, weil viele haben sich bei uns gemeldet und gesagt, ja, wie seht ihr denn die gegenwärtige Weltsituation? Und wir machen ja eigentlich so gut wie nie irgendwelche weltpolitischen Videos und dachten uns, gut, wenn dies der Wunsch ist, dann werden wir heute mal ein weltpolitisches Video machen. Ja, genau. Ja, ihr habt ja schon mitbekommen, ist ein bisschen was los in der Welt. Wir haben auch viel darüber gesprochen, wie das so mit dem zusammenkommt, was wir so wahrgenommen haben. Und ja, darüber werden wir heute ein wenig sprechen, wie alles so zusammenhängt, was eventuell noch auf uns zukommt. Hübsche Mütze. Und genau. Ja, wir stehen ja kurz vor 12, würde ich sagen. Ja, Und richtig. Warum das so geregelt worden ist, weiß ich jetzt auch nicht. Nein. Dass sobald ein Präsident gewählt wird, er dann noch 10 Wochen warten muss, bis er das Amt übernimmt. Ja, Wer hat sich das ausgedacht? der Präsident oder die Leute, die dachten, wenn uns die Wahl nicht gefällt, können wir Ja. vielleicht noch was regeln, damit wir doch einen anderen Präsidenten kriegen. Ja, denke ich auch. Ne? Ja, und das haben wir ja bei Biden jetzt den Fall, dass er eben sich gedacht hat, nee, der Trump ist doof. Ne? Das werden wir jetzt mal geflissentlich verhindern, dass der den Staffelstab übernimmt. Und das ist eben auch der große Schwachpunkt vieler Wahlen in vielen Ländern. Also es gibt in vielen Ländern diese Regelung. Und da merkt man ja schon wieder, wenn es viele Länder gibt mit den gleichen Regelungen, wer dann dahinter steckt. Ja, ist immer das gleiche Team. Also wir gehen tatsächlich von 2 verschiedenen Teams aus, auf der Erde und außerhalb der Erde, die miteinander Krieg führen. Und ich finde, das sieht man jetzt auch ganz gut in der weltpolitischen Lage, wie es da oben aussieht. Die eine Fraktion möchte gerne die Welt vernichten, die andere Fraktion, ja, die Agenda ist wahrscheinlich auch nicht die beste, aber cooler als die vom Deep State. Also jedenfalls bekämpfen sie sich und möchten gerne die Herrschaft über die Welt. Mal gucken, wer gewinnt. Und man kann ja anhand der gegenwärtigen Nachricht sehen, dass sich das alles so zuspitzt. Ne? Immer wieder passiert mal was und die ganze Bevölkerung denkt, oh, was passiert hier? Ne? Und das ist natürlich auch schon Psychologie, um eben die Menschen abzubrühen. Ne? Am Anfang denkt man, oh mein Gott, die haben eine Rakete abgeschossen. Und wenn man das so 5-mal macht und die Atombombe wird dann abgeschossen, dann sagen alle, ja, das ist ja nur eine Rakete wie alle anderen. Ne? Möglicherweise, ja. Ne, ist also ganz schöne Psychologie dahinter, hinter dem, was da alles passiert. Genauso wie es Psychologie ist, von den Mainstream-Medien zu sagen, ja, der Putin blufft ja nur. Ja, klar. Ist ja auch eigentlich Quatsch. Ne? Und es ist schon sehr seltsam, ne? Weil wenn man sich beide Seiten einmal anschaut, sind die Verhaltensweisen komisch. Ist einfach so. Ja. Ne, die Ukraine ballert ihre Raketen auf den Russen und der Russe hätte ja sagen können, als Beispiel, ja, wenn du 20 Raketen auf uns ballerst, dann ballern wir mit 20 Raketen zurück. Aber nö. Aber nö, der Putin rennt dann sofort irgendwie zum Kongress und sagt hier, laut Vertrag mit den USA habe ich in diesem Fall das Recht, auch Atomwaffen einzusetzen. Und unterschreibt das mal eben. Ja. Ja, Und und da was denkt man sich ja schon, ne, bei beiden Seiten, beide Seiten eskalieren die ganze Geschichte.
Ja, zumal die USA dann natürlich nachzieht, wenn Putin das unterschreibt und die Doktrin runtersetzt. Hey, warum wir nicht auch? Logisch, klar. Ja, natürlich. Ja. Und in dem Zusammenhang ist das momentan natürlich die brisanteste Zeit, die wir haben, nämlich vom 5. November bis 20. Januar, weil so lange muss der Trump warten, bis er wirklich Präsident der USA ist. Und er hat ja auch schon viele Ankündigungen gemacht, was er so alles ändern wird im Land, was sehr attraktiv klingt, finde ich. Ja, aus menschlicher Sicht klingt das wunderbar. Ja, dass er also zum Beispiel Robert F. Kennedy zum Gesundheitsminister wählt. Also super Entscheidung. Ja. Der ist gegen Fluorid, der ist gegen moderne Impfungen und all sowas. Und das ist eigentlich gar nicht so übel. Nö, also wenn man sich bedenkt, was die da alles umsetzen wollen, kann man sich echt überlegen, nach Amerika zu ziehen. Ja. So gesehen. Und die Presse, Mainstream-Presse, zieht natürlich auch drüber her. Es gibt ja zum Beispiel ein Foto, da sitzen Trump, Musk und Kennedy und Vance an einem Tisch und alles ist voller McDonald's-Sachen. Ne? Und Kennedy hat immer gesagt, Fast-Food-Essen ist nicht gesund und McDonald's erst recht nicht. Und alle sofort, der hat gelogen, schau's dir an. Der Kennedy futtert ja doch bei McDonald's. Ne? Aber niemand von der Mainstream-Presse würde die Wahrheit sagen und zum Beispiel erklären, die drei haben den Kennedy nämlich kräftig verarscht und haben ohne sein Wissen einfach bei McDonald's bestellt. Darum hat auch der Kennedy da so ein überraschtes Gesicht. Ne? Da sagt er, was, das soll ich jetzt essen? Ne? So nach dem Motto. Ne? Also da merkt man schon wieder, die Mainstream-Presse ist natürlich sehr bestrebt, die Situation auch eskaliert zu lassen. Und das war ja in den Zweiten Weltkrieg genauso. Ja, also Mainstream gehört halt auf die Seite des Deep States, das ist ganz klar. Trump und die ganze Fraktion Musk gehört nicht auf die Seite des Deep State, das ist die andere Agenda. Wir kennen nicht die Agenda dahinter, jedenfalls ist das die andere Fraktion, um das mal ein bisschen aufzuteilen. Putin, keine Ahnung, gehört wahrscheinlich zur Trump-Fraktion, da bin ich aber noch nicht ganz sicher so vom Gefühl. Jedenfalls Mainstream, NATO und Co. ist na klar Deep State, Kirche und so weiter. Ja. Ja, also höchstwahrscheinlich gehört die Fraktion mit Trump und Musk und so weiter eher so Richtung Transhumanismus. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ob das am Ende besser ist, wenn sie alle unser Bewusstsein einsperren und wir niemals wieder aus dieser Matrix kommen, auch nicht so toll. Aber hey, das, was sie jetzt für Amerika umsetzen wollen, für der da jetzt lebt, ist geil. Warum nicht? Ist halt sind die coolen Arschlöcher, würde ich sagen. Ja, genau. Und wenn man eben zwischen Pech und Schwefel zu entscheiden hat, nimmt man vielleicht das, wo es eben doch cooler wäre. Ne? Ich nehme und. Ja, so ist es. Ja, und daher, wie gesagt, das ist jetzt die brisanteste Zeit vom 5.11. bis 20.01.2025, denn in dieser Zeit kann eben die alte US-Regierung noch viel Unsinn machen. Ja, theoretisch auf jeden Fall. Ja. Was hältst du von dem Gerücht, dass Joe Biden die Republikaner gewählt hat? Ich find's lustig. Auf mich wirkt er immer so, als hätte er einfach so keinen Bock mehr. Jedenfalls der Schauspieler dahinter. Wir gehen ja davon aus, dass das nur irgendein Schauspieler mit Maske ist und der froh ist, wenn er einfach Urlaub machen kann. Genau. Anyway. Wenn er seine 20 Millionen überwiesen kriegt und sagen kann, tschüss. Ich gehe auf die Bahamas oder so. Ich gehe auf die Bahamas, macht ihr mal weiter. Ne? Ja. Denn so ein herzliches Lächeln, wie Joe Biden gezeigt hat, als Trump die Wahl gewonnen hat, also hat er noch nie in seinem Leben gezeigt. Nein. Da sah man richtig, wie viele Steine eben von seinem Herzen gefallen sind. Ja. Und da merkt man auch die Show. Ja, man darf auch nicht davon ausgehen, dass wirklich Biden jetzt den Befehl gegeben hat, hier, Ukraine, du darfst jetzt bitte die US-Raketen ballern auf Russland. Wir wissen alle, Biden ist nur ein Puppet, wie alle anderen oder viele andere auch. Bei einigen bin ich mir nicht sicher, ob das nur die Puppets sind. Aber ja, er auf jeden Fall. Ja. Witzig finde ich auch alle, die auf der Epstein-Liste standen, dass die sagten, wenn der Trump gewinnt, verlasse ich Amerika. Ja, wie viele verlassen gerade Amerika, ne? Wie viele Schauspieler? So die Prominenten, die Schauspieler, ne? Alle, die auf der Epstein-Liste waren, sagten das. Ne? Ja. Bill Gates ist da noch zurückhaltend, ne?
weil Bill Gates hofft wahrscheinlich auch, dass eher die Welt untergehen soll, als Trump gewählt wird. Ne? Also, oder vereidigt wird, besser gesagt. Ja. Und aus dem Grund, man darf gespannt sein, was da so alles passieren wird. Was würdest du den Menschen empfehlen, was sie in diesem Zeitraum tun sollten? Keine Ahnung, vielleicht erklären wir, warum wir diese Mützen aufhaben, wenn ja eigentlich ein Atomkrieg da bevorsteht. Also, es ist einfach so. Wir stehen halt kurz davor. Kann man jetzt nicht abstreiten. Und ja, wir haben die EMF-Mützen auf, weil wir ja dachten, die starten hier so eine 5G-Aktion und machen damit die Menschheit platt. Die Sache ist die, dass das noch kommen wird. Wir haben jetzt gerade eben erst nochmal nachgelesen, dass wir aufgeschrieben hatten, in welcher Reihenfolge das abläuft. Und tatsächlich stand als allererstes Krieg mit Russland. Und als zweites stand dann das mit der DNA-Waffe und dem 5G. Und wir hatten auch die Infos, wann es losgehen soll, am Vorabend des 20. November. Und tatsächlich wurden am Vorabend des 20. November die ersten Raketen auf Russland geschossen. Kam tatsächlich verdammt gut hin, was uns echt erstaunt hat. Jedenfalls haben wir uns geirrt, was die Reihenfolge der apokalyptischen Zustände, kann man das so sagen, sein wird. Jedenfalls die Eventreihenfolge. Die Eventreihenfolge, genau. Klar, wir schwören natürlich nicht darauf, dass die EMF-Geschichte, 5G-Geschichte tatsächlich stattfinden wird. Aber nach dem, was tatsächlich alles eingetreten ist mit den ganzen Überschwemmungen, den ganzen Naturkatastrophen, jetzt Krieg mit Russland, tatsächlich haben ja auch die von oben uns gesagt, dass es zum Einsatz nuklearer Waffen kommen wird. Und jetzt unterschreiben sie alle die Doktrinen. Klar, noch ist nichts passiert, kann aber passieren. Es hieß ja, Ende November geht's los und es ist Ende November und es ist losgegangen. Und ja, im Juni sagten sie uns dann irgendwas mit den nuklearen Waffen von Russlands Seite. Putin hat es unterschrieben, kann also noch kommen. Und daher gehen wir davon aus, dass das mit der DNA-Waffe, der 5G-Geschichte eventuell dann tatsächlich auch noch kommen wird. Nur in einer von uns anders gedachten Reihenfolge. Also doch zuerst der Krieg und später das mit der DNA-Waffe. Aber die ganze Show muss sich eben bis zum 20. Januar abgewickelt haben. Denn der Deep State kann einfach nicht zulassen, dass Trump ins Amt kommt, denn dann hätte der Deep State verloren. Und das wird er aus meiner Sicht oder unserer Sicht nicht zulassen wollen oder können. Ja, der Trick ist ja ganz offensichtlich. Ne? Denn alle hoffen jetzt darauf, dass Biden aus dem Amt genommen wird. Als hätten die Demokraten nicht schon daran gedacht. Ja. Denn wer ist Vizepräsident von Biden? Die Harris. Ja. Genau. Und dann wäre die Harris doch Präsident. Ja, ungewählt. Eben, ungewählt. Ja, gar nicht so dumm, ne? Sehr raffiniert eingefädelt. Ja. Ne? Und dann kommt vielleicht noch Kriegssituation, Ausnahmezustand, dann darf nicht vereidigt werden in dem Zeitraum, weil die alte Regierung noch das Sagen hat. Ja, also ob Trump jemals vereidigt wird, ist noch eine Frage. Ja, wir haben echt eine heiße Zeit gerade, ne? Ja, eine sehr heiße Zeit. Und wenn dann wirklich der Krieg losbricht, dann wird die WHO wahrscheinlich noch 2 Pandemien hinterher schieben. Und danach vielleicht mitten im großen Chaos dann noch die Fake-Alien-Invasion dazu. Damit endlich mal Schluss ist. Ja, dann hören alle Kriege abrupt auf. Weil sie werden ja von außen angegriffen, kennt man ja von den Bundys. Ne? Die Bundys haben sich immer untereinander gestritten wie die Besenbinder, aber wehe, es kam einer von außen. Da haben sie alle zusammengehalten. Und das ist eben so der Familieneffekt. Ne? Immer Streit, wehe, es kommt einer von außerhalb der Familie. Und im Film haben sie es ja auch gezeigt, halt schon in Independence Day. Ja. Da richtig. Haben ja alle gegeneinander gearbeitet und plötzlich kam die Alien-Invasion und alle Regierungen haben sich unterstützt, haben zusammengearbeitet. Und plötzlich war eine große Weltregierung gegen die Aliens. Also die haben es uns ja gezeigt, wie es laufen soll. Ne? Ja. Und dann würde natürlich eine Weltregierung geformt werden müssen gegen die Aliens. Und die braucht natürlich auch einen Führer. Ne? Und ich denke mal, Trump wird es dann nicht sein. Es klingt alles ein bisschen verrückt und crazy, aber hast du dir vor einem Jahr denken können, als sie uns gesagt haben, Krieg mit Russland und Atomwaffen, dass das je passieren wird? Da habe ich als letztes dran geglaubt.
Da habe ich eher an Zombies oder so einen Quatsch geglaubt. Also, Vielleicht kommen die auch noch, wer weiß. ja, deswegen tragen wir die Mützchen, damit wir hier nicht von 5G angegriffen werden. Ja, anyway, ich habe es nicht geglaubt, dass jemals Krieg mit Russland in Form von Atomkrieg auf uns zukommen könnte, wirklich physisch, plastisch. Und jetzt stehen wir halt kurz davor. Von daher ist das alles gar nicht mehr so abwegig in unserer verrückten Realität. Wir wollen damit nicht sagen, dass jetzt 5G immer schlecht ist. Man kann 5G auch nutzen fürs Internet, für alles. Ne? Nur die Frage ist eben, man kann über 5G eben bestimmte Frequenzen einspielen. Das ist eben die Bedrohung. Nicht das 5G, was jetzt hier durch die Luft fliegt. Das ist zwar nicht ganz so gesund für Vögel und Ungeziefer und auch nicht für Menschen, die sich in dessen Turmnähen befinden. Aber wie gesagt, man kann da auch an den Frequenzen spielen. Das ist eben so die Schattenseite von 5G. Ja, das Problem ist ja eigentlich, dass den Krieg, den sie schon vorausgeschickt haben und schon vor ein paar Jahren begonnen haben, wir kennen sie alle, die Corinna-Geschichte und die damit einhergehenden Schlumpfungen. Und in denen wissen wir ja alle, war ziemlich viel Kram drin, Graphene, Nanobots, die kein Mensch braucht. Und darauf zielt halt das 5G dann am Ende ab. Und deswegen tragen wir diese Hüte. Auch die, die nicht geimpft worden sind, aber viel Kontakt mit Geimpften hatten oder sich oft haben testen lassen müssen, das denken wir, dass da das Problem sein wird. Ja, du hast vorhin gefragt, was wir den Leuten so empfehlen können für die nächsten 2 Monate. Ja. Kauft euch eine Mütze. Und geht aus der Großstadt raus, immer noch. Ja, also ob jetzt diese Mützen sehr gut helfen, wissen wir nicht. Ne? Wir konnten es bisher noch nicht testen oder so, nicht besonders testen. Aber sie helfen sicherlich mehr als Aluhüte. In dem Fall und schon. Sind effektiver. Also da ist Silbermesh drin, also deswegen. Es sind unsere Pseudo-Aluhüte. Ja, genau. Darum dachten wir werden den Trend der Aluhutträger jetzt ändern zu EMF-Hutträger. Silberhutträger. Oder Silberhutträger, genau. Das ist doch eigentlich eine Veredelung, die die Aluhutträger endlich einmal verdient haben. Ja. Weil oft hatten sie ja recht mit dem, was sie sagen. Ja, ist halt einfach so, ne? Verschwörung, ja. Genau, weil was vor 2 Jahren als Verschwörungstheorie galt, oder 3 oder 4 Jahren sogar, ja, hat sich heute fast alles bewahrheitet, ne? Tja, vor einem Jahr hätten wir uns niemand geglaubt, als sie uns gesagt haben, Krieg mit Russland und Atomwaffen und jetzt patsch. Ja, das ist halt so. Richtig, genau, da hätten sie alle über uns gelacht. Ne? Ja. Naja, jedenfalls, wie Niki schon sagt, ich würde in der Zeit jetzt ein bisschen Urlaub nehmen. Ja, von Deutschland, Europa, dieser Welt. Ne, wer es sich nicht leisten kann, sollte vielleicht irgendwo sich eine Landhütte suchen im deutschen Land oder Österreich oder Schweiz oder sonst wo. Eine schöne, nette Landhütte, vielleicht mit einem Dörfchen, wo 1, 2 Restaurants sind, wo man mal essen gehen kann. Und die Zeit erstmal bis zum 20. Januar abzuwarten und dann weiterzusehen. Ja. Also wir verordnen euch jetzt einen kleinen Landurlaub. Jedenfalls ist das, was wir machen werden. Abwarten bis zum 20. Januar und schauen, welche Partei am Ende das gewinnen wird von den großen Agendas, die sich da bekriegen. Wir sind gespannt. Es scheint, dass noch einiges auf uns zukommt und ja. Es wird global. Ja. Und ja, vielleicht ist es dann sogar sehr wahrscheinlich, dass wir mal wieder auf Reisen gehen, oder? Ja. Ne? Dann werden wir mal wieder die Welt bereisen. Ja, und dann gehen wir los. Wir haben uns genug auf unseren 5 Buchstaben ausgeruht. Da können wir auch mal das ein oder andere Jahr in die Welt reisen. Ja, wir haben den Ruf unseres Höheren selbst gehört. Es hat gesagt, geht mal weiter. Da wartet noch die eine oder andere Aufgabe auf euch und wir sind gespannt, was uns erwartet. Ja, richtig. Aber erst nächstes Jahr, noch nicht. Ja. Hast du noch was zu sagen, du Silberhutträger? Ja, lasst euch nicht hier die große Panik machen. Ihr seht ja, die ganzen Medien versuchen euch möglichst in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Massenmedien gehören zum Deep State. Der Deep State aus höherer Sicht will eure Energie. Versucht dann nicht so in eure Panik zu gehen, selbst wenn sie jetzt mit Atomwaffen drohen oder sie vielleicht sogar einsetzen, wie auch immer.
Bleibt in eurer Kraft, bleibt in eurer Energie. Ja, und lasst euch nicht zu sehr runterziehen. Klar, es kann das eine oder andere passieren. Schützt euch, sucht euch einen coolen Hut oder geht aufs Land. Ja. Urlaub und wartet einfach noch ein paar Monate ab, 2, 3 Monate. Wir denken, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich bis Ende März durch sein wird und dass es deutlich ungefährlicher sein wird ab Ende Januar, Anfang Februar. Ja, oder es geht richtig los. Oder es geht, ja, aber das hätten wir uns schon gesagt. Aber mal schauen. Ja, wir warten mal. Es mal. Also die Realitäten sind jetzt ziemlich klar, die da auf uns zukommen. Ne, es sind mehr oder weniger von allen möglichen Realitäten bzw. Zeitlinien nicht mehr viele übrig geblieben. Stimmt. Ne? Man hat ja dieses gemerkt, ne, immer wieder. Ja, genau. Man hat ja immer wieder die seltsamen Wechsel gemerkt zwischen den Zeitlinien. Jetzt sind nicht mehr viel übrig geblieben. Jetzt haben wir vielleicht noch so 3, 4, wenn es hochkommt. Und mal gucken, welche der Zeitlinien sich eben durchsetzt, ne? Welche das Rennen macht. Und das wird sich höchstwahrscheinlich noch klarer und stärker jetzt in diesen 66 in Klammern 6 Tagen zeigen. Ne? Und naja, jedenfalls, wir wünschen euch viel Erfolg mit allem, was ihr macht. Und eine gute Zeit. Oh Gott, das war jetzt gemein, oder? Nein, wir machen nur Spaß. Ja, wir wünschen euch tatsächlich eine gute Zeit und dass ihr gut durch die Zeit kommt. Und wir sind ja weiterhin da und machen Videos. Genau, wir machen weiter Videos, solange das Internet läuft. Und natürlich werden wir euch dabei nicht vergessen und immer wieder Tipps und Ratschläge geben. Vor allem möchten wir uns auch bedanken, dass ihr bei uns immer wieder einschaltet. Und das ist auch unsere Motivation, weiterzumachen, dass immer wieder Leute da sind, die schauen, die interessiert sind an dem, was wir machen, wohin es geht. Und auch die neue Flug-Serie finden ja von euch auch viele cool. Und bestimmt machen wir für nächste Woche oder so höchstwahrscheinlich mal wieder ein Flux-Video. Je nachdem, was die Woche bringt, würde ich sagen. Ne? Ja, genau. Und ja, wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt auf dem Land. Ja. Genießt den Kamin und macht euch ein Feuerchen und haltet ein paar Würstchen rein. Ne? Bio-Würste. Ja, oder sonst was. Oder Marshmallows. Marshmallows. Ja, oder was immer ihr gerade in eurem Rucksack habt. Ja, also einen lieben Gruß von den Silberhutträgern, den beförderten Aluhutträgern. Genau, das ist gut. Alles Gute. Alles Liebe, macht's gut. Tschüss.